Heyo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Anfängerguides auf meinem Kanal. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema, wie farme ich sinnvoll und welche Möglichkeiten habe ich, um möglichst viele Ressourcen zu kriegen. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine der besten Möglichkeiten, um langfristig erfolgreich farmen zu können, sind diese Allianz-Ressourcenpunkte. Hier kann man tatsächlich diverse Truppen reinstellen. Jeder aus der Allianz kann einen Trupp hereinstellen. Das machen tatsächlich auch sehr, sehr viele. Und dieser hat einen unwahrscheinlich großen Haufen an Ressourcen, die man rausholen kann. Punkt Nummer 1, ich würde diesen immer nutzen, der macht wirklich Sinn. Punkt Nummer 2, welche Kommandanten verwendet man dafür? Ich habe mich für folgende Kombination entschieden: Sondeok und Konstanz. Warum? Ist relativ schnell und einfach erklärt. Und zwar deshalb, weil diese Kommandanten Bonuspunkte mit nach Hause bringen. Übrigens, ihr könnt auch das Ganze sortieren, sodass wir hier so ein bisschen die Möglichkeit haben, das einzuschränken. Das machen wir jetzt mal. Und zwar Sondeok werdet ihr am Anfang nicht so schnell auf Expertise haben, ist auch auf keinen Fall eine Priorität. Allerdings gibt es immer mal wieder Truhen, mit denen ihr diese legendären Kommandanten mit Köpfen versorgen könnt aus bestimmten Farm-Events. Da würde ich tatsächlich meinen Fokus auf diesen Kommandanten setzen, und zwar exakt aus diesem Punkt heraus. Ihr erhöht eure Traglast und ihr kriegt zusätzlich zu den Ressourcen, die ihr sammelt, nochmal extra 10%. Das ist bombastisch. Bei Konstanz ist tatsächlich das, was ich beim letzten Video gesagt habe, immer noch gültig. Einer der besten Kommandanten fürs Sammeln, mit wenig Aufwand schnell zu kriegen. Einfach über die Kampagnenmissionen machen und dann entsprechend hier im 4. Skill auch nochmal 10% extra nehmen. Wenn ihr Sondeok noch nicht so weit habt, ist Matilda tatsächlich eine gute Alternative, denn auch hier gibt es 10% zusätzliche Ressourcen, wenn das Sammeln beendet wird. Diese 3 Kommandanten sind mein persönliches Highlight zum Sammeln im Ressourcenbündnispunkt. Bündnisressourcenpunkt, so rum ist es richtiger. Dann seht ihr hier, ich habe alle meine Sammelkommandanten mindestens auf Level 40 gebracht. Das hat folgenden Grund: Ich wollte gerne diesen Talentbaum vervollständigen. Zum einen aufgrund dieses hier, man kriegt nochmal 6% zusätzliche Ressourcen, wenn das Sammeln beendet wird. Ja, wir sind jetzt schon insgesamt bei 26%. Es klingt schon ziemlich geil und es ist auch ziemlich geil. Dann hier 25% zusätzliche Sammelgeschwindigkeit auf alle Ressourcenarten. Ein Traum tatsächlich, denn hier vorne gibt es auch schon einmal 30%. Dann nehme ich immer gerne diesen hier noch mit, weil damit einfach das Marschtempo um ein Drittel erhöht wird. Und da ich möglichst flexibel sein will, habe ich das mit allen Sammelkommandanten gemacht. Ihr werdet das am Anfang nicht schaffen. Das wird tatsächlich erstmal am Anfang ein bisschen schwierig sein. Deshalb levelt sie am besten nebenher mit den Barbaren mit. Dort, wenn ihr Barbaren fightet, kriegt ihr ja Erfahrungspunkte. Und dann, kleiner Exkurs, es gibt ja immer diese Varianten der entsprechenden Tempel und Heiligtümer. Und hier gibt es auch nochmal die sogenannten Wächter. Diese geben zusätzlich Erfahrungspunkte, und zwar richtig viele. Das heißt, hier solltet ihr darauf achten, dass ihr im besten Fall tatsächlich mit eurem Clan gemeinsam in einer großen Gruppe diese Wächter macht bei den Heiligtümern, die ihr bei euch in der Nähe habt, die ihr finden könnt. Später im Königreich habe ich gesehen, dass manche Spieler tatsächlich die ganz große Tour machen und im Prinzip für alle Heiligtümer Zeiten festgelegt sind und diese dann dort genutzt werden, um einfach Kommandanten zu leveln. Alternatividee Nummer 2, und das bietet mir dann auch gleich die Möglichkeit zum nächsten Thema, was Farmen angeht, überzugehen, sind immer noch die Bücher, die ihr aus den Festungen erhaltet. Diese hier. Hier gibt es auch nochmal 30.000 Erfahrungspunkte, das entsprechend mehrmals, plus diesen deutlichen Ressourcenanteil. Ist zufällig, ja, ist schon gut, aber wenn ihr jetzt mal auf Nahrung oder Holz geht, dann kriegt ihr hier 400.000 Nahrung oder Holz zufällig raus aus einer Festung.
Das ist schon enorm. Deshalb ich nutze meine Erfahrungspunkte, meine Aktionspunkte, Entschuldigung, nutze ich für diese Barbarenfestung, um hier entsprechend möglichst schnell, möglichst viele Ressourcen zu sammeln und das entsprechend mitzunehmen. So, weiterer Trick, um erfolgreich sammeln zu können: Sammelt in eurem eigenen Bündnisgebiet, denn dieses Bündnisgebiet hat die Eigenschaft, euch zusätzlich nochmal 25% Sammelgeschwindigkeit zu geben. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache an dieser Stelle. Kann man sich tatsächlich auch anschauen, steht nämlich hier. Ich denke, ihr seht es. Das macht auf jeden Fall Sinn. Außerdem unterstützt ihr gleichzeitig so euer Lagerhaus, weil alle Ressourcen, die ihr im Lagerhaus sammelt, können genutzt werden, um entsprechend Flaggen zu bauen, Bündnisgebäude zu bauen insgesamt oder die Technologie zu pushen, welche dann natürlich auch anderweitig wieder hier mit den Sammelgeschwindigkeiten aufwartet, die dann auch tatsächlich nochmal ein ganzes Stück vorwärts pushen, so dass wir natürlich gerne hier drin sammeln. Jetzt zur Kommandantenauswahl. Er schlägt euch immer automatisch Kommandanten vor. Hier sollte man ein bisschen darauf achten, dass wir Kommandanten haben, die im besten Fall natürlich die Sammelgeschwindigkeit erhöhen. Das heißt, hier muss nicht zwingend immer das, was vorausgewählt ist, das Beste sein. Aber es kann natürlich durchaus das Beste sein. Hier ruhig mal einen kleinen Überblick verschaffen an der Stelle insgesamt, aber kann man sich grundsätzlich auch hier an diesen Möglichkeiten orientieren. Ihr seht auch, wenn ich hier jetzt was anderes auswähle, die Gesamtsammelgeschwindigkeit nimmt entsprechend ab, sodass wir hier grundsätzlich gerne einfach die Vorauswahl drin lassen. 323% zusätzliche Sammelgeschwindigkeit sind ja nun auch nicht ganz verkehrt. Aber, und das muss man tatsächlich sagen, hier wird nicht immer die beste Variante ausgewählt. Das heißt, hier ruhig ab und zu nochmal schauen und entsprechend die Möglichkeiten nutzen, die ihr mit freien Kommandanten habt. Denn diese Geschwindigkeit sorgt natürlich auch dafür, dass ihr in derselben Zeit deutlich mehr an Ressourcen sammeln könnt. So, über Nacht sammelt die größtmöglichen Ressourcenpunkte, die ihr habt. In der Home Kingdom Map sind das tatsächlich Level 6. Und da Gold und Stein am längsten dauern zu sammeln, würde ich über Nacht auch diese beiden Ressourcen bevorzugt sammeln wollen. Tagsüber spielt es normalerweise keine Rolle. Wenn ihr wisst, ihr seid länger nicht online, nehmt größere Pits. Wenn ihr wisst, ihr seid relativ schnell wieder da, dann könnt ihr auch mit kleineren sammeln. Im Endeffekt macht es nämlich keinen Unterschied, außer dass ihr ein bisschen mehr Laufweg habt am Ende. So, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn eine Sache kann man noch tun. Und zwar ist es tatsächlich wieder das Thema Ausrüstung. Ausrüstung haben wir jetzt bisher noch nicht so großartig erörtert in diesem Anfängerguide, weil sie tatsächlich auch erst ab Level 16 im Rathaus verfügbar ist. Aber diese Ausrüstung ist natürlich ein konstanter Begleiter später, weil sie einfach die Möglichkeiten, die ihr habt, nochmal deutlich erhöht. Denn ein einzelnes Ausrüstungsteil bringt natürlich zusätzliche Stats, in diesem Fall Sammelgeschwindigkeit. Wenn diese talentiert ist, dementsprechend kommt nochmal eine zusätzliche dazu, sodass ich hier bei diesem Kommandanten auf eine zusätzliche Sammelgeschwindigkeit von 65% komme. Und ich erhalte nochmal 5% extra Ressourcen. Damit sind wir jetzt bei 31. Das ist eine wirklich coole Sache. Ihr könnt natürlich erstmal mit dem blauen Set anfangen oder auch mit dem weißen. Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Ausrüstungsteile, die das Sammeln unterstützen. Rüstet am besten einfach eure Sammler nach und nach aus, aber bedenkt, ihr braucht natürlich auch noch Ausrüstung für andere Dinge. Ich habe hier jetzt tatsächlich sehr, sehr viel über Sammler gesprochen und es macht auch tatsächlich Sinn, dass ihr euch erstmal auf diese Kommandanten fokussiert und nur einen fightenden Kommandanten dazu nehmt.
weil ihr einfach sehr schnell sehr viele Ressourcen braucht, um sehr weit im Spiel zu kommen. Euch werden sonst früher oder später die Ressourcen ausgehen. Andererseits wird euch irgendwann auch das Thema entgegenkommen, dass ihr immer länger braucht, um Gebäude aufzurüsten. Dementsprechend werden euch dann irgendwann, falls ihr sie nutzt und nicht spart, die Speedups ausgehen, beziehungsweise ihr werdet irgendwann ganz viele Ressourcen haben. Dann solltet ihr euch natürlich auch auf fightende Kommandanten fokussieren, denn wir sprechen hier über ein Strategiespiel, ein Kriegsspiel, in dem tatsächlich das Fighten gegen andere Spieler irgendwann zu einem Hauptaspekt wird, und das ist ehrlicherweise auch gut so, denn das macht wirklich viel Spaß. Also solltet ihr euch da auch ein bisschen drauf vorbereiten und nur am Anfang erstmal aber tatsächlich sich diese Kommandanten raussuchen, um dort erstmal eine Grundlage zu schaffen. Grundsätzlich wäre es natürlich ideal, 10 sammelnde Kommandanten zu haben. Es gibt auch tatsächlich 10, wie ihr seht. 5 reichen aber auch am Anfang. Und auch nicht jeder davon muss auf Level 60 sein und nicht jeder davon muss voll ausgestattet sein. Aber eine Grundlage sollte man schaffen, sonst braucht ihr am Ende ewig und wundert euch, warum alle immer Ressourcen haben und ihr immer zu kurz kommt. Ja, zum Abschluss des Videos möchte ich euch vermutlich noch den besten, hilfreichsten und sinnvollsten Tipp zum Thema Farmen mitgeben. Und zwar ist es folgender: Erstellt euch einen weiteren Account. Ihr könnt pro Königreich 2 Accounts erstellen. Einen nutzt ihr als Hauptaccount, tatsächlich wie diesen hier bei mir, und einen weiteren erstellt ihr einfach nur als Farm-Account. Diesen levelt ihr hoch, auch wieder möglichst schnell das Rathaus hochbringen, weil ihr entsprechend natürlich auch hier Truppen braucht, weil ihr natürlich auch hier entsprechend die Möglichkeit haben wollt, über die Gebäude entsprechend Truppen zu generieren. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich hier der Handelsposten. Diesen braucht ihr, um dann die Ressourcen auf euren Main-Account rüber zu schicken. Und Ressourcen verschicken ist leider nicht umsonst, denn Ressourcen verschicken kostet eine Steuerrate. Das heißt, auf Level 1 gebt ihr mal eben schnell 35% der von euch mühsam ersammelten Ressourcen ab an der Stelle. Und ihr könnt auch nur 10.000 von der Truppen, von der Sorte, von der Ressource, so jetzt habe ich es wieder, transportieren. Das würde also 100 Jahre dauern, es würde nichts ankommen, so wirklich. Das heißt, ihr braucht hier ein gewisses Grundlevel, um einfach vernünftig Ressourcen transferieren zu können. 25 ist natürlich ideal, aber alles ab 20 würde ich sagen, ist dann schon grundsätzlich eine Möglichkeit, wo man damit anfangen kann. Dieser Account ist natürlich dann nicht zum Fighten gedacht, das heißt, ihr pusht keine Militärtechnologie, sondern ihr pusht tatsächlich hier einzig und allein den Wirtschaftszweig hier oben. Ihr pusht natürlich auch keine fightenden Kommandanten, sondern nur die Kommandanten, die ihr zum Farmen braucht. Und dann könnt ihr natürlich auch noch einen der friedenserhaltenden Peacekeeper-Kommandanten pushen oder 2 oder 3, weil auch hier ist es natürlich so, wenn ihr mit dem Kommandanten dann entsprechend loszieht und Barbaren oder Barbarenfestungen macht, dann generiert dieses weiterhin Ressourcen für euch. Dieses ist aber definitiv der beste Weg, um zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Grundsätzlich könnt ihr sogar zusätzliche Accounts aus anderen Königreichen importieren per Migration. Dieses ist aber an bestimmte Themen geknüpft. Darauf komme ich dann im Bereich Migration nochmal zurück. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Seht zu, tschö.